Mit einem transparenten OLED, den man wirklich dieses Jahr als Fernseher kaufen können soll, ist die Auswahl an exotischen Bildschirmen noch größer geworden. Zeit, mal kurz alle verfügbaren Optionen durchzugehen und einen Blick darauf zu werfen, was sich durchsetzen könnte oder was in Zukunft noch kommen wird. Hallo, hier ist Fitus von HiFi.de und ich möchte in diesem Video einen Ausblick wagen, wie ein bezahlbarer Fernseher in vielleicht 5 Jahren aussehen könnte und wie wahrscheinlich auch nicht. Denn natürlich sind die Technologieneuheiten oder Prototypen, wie sie auf der CES oder IFA gezeigt werden, beeindruckend. Aber viele davon werden leider nie auf den Markt kommen oder zumindest für eine breitere Masse erschwinglich sein. Bevor ich aber zu den zukünftigen Entwicklungen komme, werfen wir erstmal einen Blick auf den Status Quo. Einerseits, was jetzt schon erschwinglich ist, aber auch was theoretisch ebenfalls jetzt schon auf dem Markt ist. Wenn man sich gerade nach einem Fernseher umschaut, ist ein OLED ziemlich sicher die beste Option. Da hier jedes Pixel separat angesteuert werden kann, sind perfektes Schwarz und immense Kontraste möglich. Die Spanne reicht von günstigen Optionen ab ca. 700 € im Angebot bis hin zu den absolut besten Premium-Fernsehern, wie man ja zum Beispiel auch an unserer besten Liste sehen kann. Das Beste ist, dass Jahr für Jahr bessere OLED-Panels entwickelt werden und immer mehr Optionen dazukommen. Seit 2022 kann man auch QD-OLED-Fernseher bekommen, mittlerweile schon des Öfteren ab gut 1000 €. Der Unterschied zu den klassischen OLED-Panels von LG Display ist, dass nicht OLEDs und Farbfilter für die einzelnen Subpixel verantwortlich sind, sondern dass bei den QD-OLEDs von Samsung Display blaue OLEDs mithilfe von Quantum Dots dann die roten, grünen und eben auch blauen Subpixel ergeben. Der größte Mehrwert der QD-OLEDs ist, dass hellere, sattere Farben möglich sind. Allerdings können die klassischen WRGB-OLEDs bis jetzt noch echt gut Schritt halten. Auf der CES in Las Vegas wurde jetzt der erste transparente OLED-Fernseher vorgestellt, der wirklich auf den Markt kommen soll. Denn komplett neu ist die Technik gar nicht. Wie auch die gleich noch folgenden anderen OLED-Varianten gibt es Prototypen für transparente OLED-Displays schon seit mehr als 10 Jahren. Jetzt soll mit dem LG OLED T aber tatsächlich ein solcher transparenter Fernseher für Endkunden auch außerhalb Chinas erhältlich werden. Und das Beste ist, dass man hinter dem Fernseher auch noch eine schwarze Leinwand hochfahren kann, um wieder die gewohnten OLED-Schwarzwerte zu bekommen. Wenn man einen Fernseher möchte, der auf Knopfdruck den Blick auf das Fenster dahinter freigibt, dann gab es ja auch schon 2021 den rollbaren OLED R. Der war zwar nicht auf Wunsch transparent, hatte aber eine bessere Bildqualität. Wegen des 6-stelligen Preises hatten allerdings nicht sonderlich viele Leute das Vergnügen. Geht's aber nicht um einen Fernseher, der verschwinden kann, sondern um einen, der einfach die jeweils gewünschte Form annimmt, dann ist der 42 Zoll OLED Flex Gaming TV die Option, die auf Wunsch vom Flat zum Curved Screen wird. Günstig ist vielleicht das falsche Wort, aber es gibt den flexiblen Fernseher seit circa einem Jahr für um die 2000 €. Von LCD-Fernsehern gibt es aktuell die größte Bandbreite. Von kleinen Full-HD-Fernsehern unter 200 € bis hin zu riesigen 98 Zoll 8K Neo QLED-TVs mit Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung. Am besten kurz zu den Basics. Für das Licht ist bei LCD-TVs immer eine Hintergrundbeleuchtung verantwortlich. Diese kann bei besseren Geräten lokal gedimmt werden, um ein kontrastreicheres Bild zu erzeugen. Mini-LED heißt übrigens lediglich, dass die dafür verwendeten LEDs kleiner sind. Bei den QLED-Fernsehern oder vergleichbaren Reihen kommen Quantum Dots zum Einsatz, welche die Hintergrundbeleuchtung in die genaueren Grundfarben Rot, Grün und Blau umwandeln. Somit ist das Panel gerade bei hellen Farben effektiver und es sind leichter leuchtende, wirklich satte Farben möglich. Und zu guter Letzt
sitzt davor eben noch die Liquid Crystal Schicht, also der Farbfilter der einzelnen Pixel. Mittlerweile wird der Großteil aller LCD-Panels für Fernseher von chinesischen Firmen wie BOE oder TCL, wozu auch CSOT gehört, hergestellt. Nur weil sich die koreanischen Konzerne Samsung und LG aus der LCD-Panel-Produktion zurückgezogen haben, heißt das aber nicht, dass die Entwicklung stillsteht. Was zum Beispiel Hisense, TCL oder Sony allein dieses Jahr an LCD-Fernsehern vorgestellt haben, kommt beeindruckend nahe an OLED-Bildqualität ran und ist dabei heller und deutlich günstiger in den großen Größen, gerade über 80 Zoll. Das ist aber noch gar nicht alles. Die für mich spannendste Neuheit von TCL auf der CES war das WHVA-Panel. VA steht für Vertical Alignment und diese Art von LCD-Panel hat einen sehr hohen Kontrast, aber eigentlich einen sehr eingeschränkten Betrachtungswinkel. Beim WHVA ist es TCL jetzt auf den ersten Blick anscheinend gelungen, eine noch konstantere Bildqualität unter schrägen Winkeln hinzubekommen, als das bei OLED-Fernsehern möglich ist. Außerdem hat CSOT es auch geschafft, einen Bendable Mini-LED-Monitor herzustellen, auch wenn es sich dabei bislang nur um einen Prototypen handelt. Während Bendable natürlich cool ist, haben sich Curved Screens bei Fernsehern dann doch nicht durchgesetzt. Mittlerweile findet man quasi keine Curved TVs mehr auf dem Markt. Das gleiche ist ja eigentlich mit 3D-Fernsehern passiert. Seit Jahren gibt es keine Fernseher mehr, die 3D-Filme anzeigen können. Irgendwie hatten nicht genug Leute Lust, sich zu Hause auch die 3D-Brillen aufzusetzen. Wobei es ja auch ohne funktionieren kann. Das beste Beispiel ist die Nintendo 3DS. Allerdings hat der 3D-Effekt damit nur so mittelgut funktioniert. Das gleiche Konzept ließe sich auch bei Fernsehern oder Monitoren umsetzen. Und Samsung hat jetzt dieses Jahr den 2D-3D-Monitor vorgestellt. Mithilfe von Eye-Tracking durch zwei Kameras kann der Monitor selbst jedes normale 2D-Bild in ein dreidimensionales umwandeln. Und da das alles in Echtzeit geschieht, muss man den Kopf auch gar nicht mehr an derselben Position halten. Noch ist der Bildschirm nicht auf dem Markt, aber an ähnlichen Konzepten haben auch schon andere Firmen gearbeitet und vielleicht kann 3D ohne Brille ja ein Revival im Heimkino erleben. Zu den aktuell verfügbaren Fernsehern gehören auch die Micro-LED-TVs, selbst wenn diese extrem teuer sind. Die Idee dahinter ist relativ simpel. Statt Hintergrundbeleuchtung oder organischen Leuchtmitteln kommen einfach sehr kleine rote, grüne und blaue Micro-LEDs in den Pixeln zum Einsatz. Eine der großen Herausforderungen hierbei ist, dass ein Bereich trotzdem schwarz sein soll, wenn eben nichts leuchtet. Samsung hat schon vor ein paar Jahren angefangen, Micro-LED wirklich als Fernseher für Endkunden zu bewerben. Und mittlerweile ist es auch möglich, die Riesen-TVs wirklich zu kaufen. Da Micro-LED auch in professionellen Bereichen, sei es Werbung oder Filmproduktion, zum Einsatz kommt, gab es von Anfang an individualisierbare, modulare Optionen. Samsung hat das als The Wall verarbeitet. Denn es lassen sich fast beliebige Anzahlen der einzelnen Module kombinieren. Da es sich um einzelne Module oder Kacheln handelt, bleibt natürlich eine der größten Herausforderungen, dass man die Kante, den Übergang eben nicht erkennen kann. Das gelingt den Herstellern auch immer besser. Das österreichische Unternehmen Seeseed hat auf der CES sogar einen faltbaren Micro-LED-TV gezeigt. Das war aber nicht die einzige Micro-LED-Neuheit auf der diesjährigen CES, denn Samsung hat auch einen transparenten Micro-LED präsentiert, der zwar echt beeindruckend war, aber wahrscheinlich doch noch ein gutes Stück von der Marktreife entfernt ist. Fast alle gerade verfügbaren Displays werden laufend weiterentwickelt und darin liegt die Hürde für alle Technologien, seien es die aktuellen oder auch die zukünftigen. Denn Stand jetzt,
ist ein OLED-Fernseher das Maß der Dinge. Andere Technologien müssen irgendwas besser machen oder im Falle von LCD eben günstiger sein, damit sie eine echte Konkurrenz darstellen. Da allerdings auch OLED-TVs immer günstiger und besser werden, ist das kein einfacher Punkt. Dass zum Beispiel Micro-LED je in der breiten Masse in Fernsehern für Endkunden verbaut wird, halte ich für äußerst unwahrscheinlich, weil eben auch OLEDs in den letzten Jahren immer größer, heller und eben günstiger geworden sind. Wenn es aber um neue Display-Technologien geht, dann lohnt sich ein Blick auf die Firma Nanosys. Die ist nämlich verantwortlich für die Quantum Dots, sei es in QLED oder QD-OLED-Fernsehern. Anhand deren Roadmap will ich nochmal kurz die Unterschiede erklären und dann eben zeigen, was da noch kommen kann. Bei QLEDs kommt ein Quantum Dot Enhancement Film zum Einsatz. Das weiße Licht der Hintergrundbeleuchtung bekommt also lediglich klarere Rot-, Grün- und Blauspitzen im Spektrum. Es muss aber immer noch in den Subpixeln Rot, Grün und Blau herausgefiltert werden. Bei QD-OLEDs wird im roten und grünen Subpixel das Licht der dahinter sitzenden blauen OLEDs mit Quantum Dots grün oder rot umgewandelt. Diese Quantum Dot Color Conversion ist nicht nur effizienter, sondern bringt auch viele weitere Vorteile für die Bildqualität. Diese Technik könnte auch bei LCD oder Micro-LED-TVs zum Einsatz kommen. Der wirklich nächste Schritt wäre QDEL für Quantum Dot Electroluminescent oder eben selbst leuchtende Quantum Dots. In der Theorie ist das dann deutlich einfacher und soll günstiger zu produzieren sein und damit können eben noch klarere Grundfarben erzeugt werden. Sharp Display hat es jetzt geschafft, ein solches QDEL-Display zu entwickeln. Mit deren Exo-TFT-Matrix, die Sharp schon vor Jahren entwickelt hat, ist es ihnen jetzt gelungen, ein beständiges QDEL oder auch Nano-LED-Display zu entwickeln. Ob bzw. welche Nachteile man damit noch hat, lässt sich noch nicht sagen. Allerdings klingen die Vorzüge schon echt super. Denn nicht nur ist die Bildqualität potenziell allen vorhandenen Technologien überlegen, sondern laut Sharp lassen sich solche Bildschirme auch einfach auf denselben Produktionsstraßen wie bisher LCD-Panels herstellen und werden somit eben auch viel günstiger zu produzieren als OLEDs. Allerdings muss ich die Nano-LED-Fernseherwartungen noch etwas bremsen, weil es gerade danach aussieht, dass QDEL zuerst in Smartphones, Tablets oder auch Laptops zum Einsatz kommen wird. Grundsätzlich ist die Technologie jetzt aber da und könnte auch in Fernsehern verbaut werden. Okay, VR-Brillen sind keine Fernseher. So viel ist klar. Allerdings könnten sie in den kommenden Jahren zu einer Alternative und somit auch irgendwo zu Konkurrenz zu Fernsehern werden. Die Gründe dafür sind nicht nur die wirklich großen Entwicklungen in den letzten Jahren, sondern vor allem auch Apple. Apple ist hier aus mehreren Gründen sehr interessant. Selten hat Apple in den letzten Jahren Produkte auf den Markt gebracht, die dann nicht nachgefragt wurden. Und auch wenn der Preis von ca. 4.000 € es doch in sich hat, öffnet die VR-Brille schon bevor sie überhaupt auf dem Markt ist, wieder Türen im Heimkino. Denn Apple hat schon angekündigt, dass über Apple TV Plus bereits erworbene Titel ein kostenloses 3D-Upgrade erhalten und Disney Plus bestätigt ebenfalls exklusiven 3D-Content für die Apple Vision Pro. Es ist natürlich zu früh, um final zu sagen, wie relevant VR-Brillen in Zukunft sein werden. Allerdings hat die Vision Pro mit für jedes Auge einem 4K-Display schon einiges zu bieten und ich hoffe, sie möglichst bald mal testen zu können. Am Anfang des Videos habe ich versprochen zu sagen, wie ein bezahlbarer Fernseher in vielleicht 5 Jahren aussehen könnte. Und wie wahrscheinlich auch nicht. Bezahlbar ist natürlich immer Definitionssache.
Aber ich bleibe hier mal bei einem Preisrahmen, den auch noch viele Leute bereit wären zu zahlen. Die meisten Fernseher werden wahrscheinlich denen von heute auch in 5 Jahren immer noch ziemlich ähnlich sehen. Also sie werden wahrscheinlich im Schnitt etwas größer und hoffentlich auch immer erschwinglicher, aber transparent, falt- oder rollbar werden sie wahrscheinlich nicht sein. Leider werden diese Exoten ziemlich sicher rar und teuer bleiben. Auf Wunsch curved oder 3D ohne Brille könnte aber vor allem dank der immer noch wachsenden Gaming-Community wirklich der Fall sein. Klar ist da irgendwo auch immer die Grenze zum Monitor. Allerdings wird diese immer fließender. Der LG Flex Gaming TV zum Beispiel ist ein Fernseher zum Gaming und in einem Samsung Smart Monitor hat man das von Fernsehern bekannte Samsung Tizen Betriebssystem. Es wird sich auch zeigen, wie viel VR-Brillen im Heimkinomarkt verändern. Ich glaube zwar nicht, dass sie Fernseher oder Monitore wirklich ersetzen können, aber vielleicht bringen sie ja ein kleines Revival von 3D mit sich. Was die Display-Technologien der Fernseher angeht, glaube ich, dass es in 5 Jahren prozentual noch mehr OLED- und QD-OLED-Geräte sein werden. Inwieweit die Premium-LCD-TVs da Schritt halten können, wird spannend zu sehen sein. Eventuell ja durch 3D oder zumindest durch günstigere Preise, gerade in den großen Größen. Statt Micro-LED wird vielleicht eher QD-EL in den ersten High-End-Fernsehern für anspruchsvolle Kunden verbaut sein. Dass aber QD-EL in der breiten Masse kommt, wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen länger dauern. Nichtsdestotrotz wird es irgendwann immer weitergehen. Die LG OLED G-Serie war zum Beispiel auch mal Teil des Signature-Lineups von LG, wo jetzt die rollbare oder transparente Variante dazugehören. Ja, und rollbar fände ich persönlich einfach ganz cool. Vielleicht oder hoffentlich geht es auch mit Konzepten weiter, die ich jetzt zum Beispiel in diesem Video noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Sagt mir auf jeden Fall in den Kommentaren eure Meinung zu den Fernseher- und Display-Technologien der Zukunft. Sagt mir auch gerne Bescheid, wenn wir eine bestimmte Technologie oder auch potenzielle Entwicklung nochmal genauer unter die Lupe nehmen sollen. In der Beschreibung findet ihr wie gewohnt noch mehr informative Links zum Thema, weitere Videos und wenn ihr wissen wollt, wie hell ein Fernseher auch in Zukunft überhaupt sein muss, dann schaut einfach mal in dieses Video rein.